Achtung, dies ist ein Special, ein Filler und hat nichts mehr mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Info. In dieser Geschichte geht es um meine beiden Hauptcharaktere und weiteren Personen aus Gegensätze ziehen, passen sich an. Wenn jemand diese Geschichte noch nicht gehört hat, es jedoch noch vorhat, Spoilerwarnung für alle Hörer, die noch nicht bis Kapitel 31-32 gehört haben. My Special. Kapitel 3. Sparks. Ihre Sicht. Der Mond strahlt hell mit all den Sternen um sich herum auf uns nieder, der Himmel nimmt mit jeder Sekunde ein dunkleres, aber klares Blau an, welches an das Meer unter uns erinnert, und nur vereinzelte dunkle Wolken, die aussehen wie gemalt und wirken wie Zuckerwatte, bringen etwas Abwechslung in die immer gleiche Umgebung. Die Wellen sind ruhig, durch die Fahrt schlägt uns ein erfrischender Wind entgegen, und mein Begleiter ist sympathisch, fürsorglich und spannend. Trotzdem sitze ich lustlos hinter dem Tätowierten, mein Kopf gelangweilt auf der Handinnenfläche gestützt und mein Blick stur gen Horizont gerichtet. Mein Körper fühlt sich schwer, fast taub an, während meine Gedanken von einem Thema zum nächsten springen, ohne das vorherige abzuschließen. Ich denke an Aiko und an meine Eltern, wie wir zusammen lachen, uns streiten und wieder vertragen, an mein altes, erfülltes Leben. Und dann blitzen Bilder vor meinem inneren Auge auf, wie meine Eltern tot auf dem Küchenboden liegen und meine Cousine verängstigt zu mir starrt, um Hilfe bettelt. Die Gefangenschaft, Ace, Doflamingo, das Trio, mein erstes Treffen auf die Hartpiraten, die Angst und Trafalgar. Meine Gedanken springen willkürlich durch meine Lebensgeschichte und verwirren meinen Körper, dass ich nicht mehr weiß, wie ich fühlen soll und mich das alles stattdessen erschöpft und innerlich leer macht. Mein Begleiter hat es längst bemerkt und wirft mir immer wieder besorgte Blicke über die Schulter zu. Aber ich will nicht reden. Verzeih mir. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich nie wirklich Zeit gehabt habe, nachzudenken und meine Erlebnisse zu verarbeiten. In den Tagen der Folter wollte ich nicht nachdenken, lieber alles vergessen und über mich ergehen lassen. Doflamingo hat mir keine Zeit zum Denken oder Fühlen gelassen, und auf dem U-Boot ist jeden Tag so viel passiert, dass ich mit der Gegenwart beschäftigt war. Erst jetzt, wo wir uns gegenseitig anschweigen und die Ruhe über uns kommt, kann ich meine Gedanken nicht zügeln, geschweige denn kontrollieren oder ordnen. Suchen Sie nach mir? Wird Trafalgar es überhaupt erlauben? Wird er selbst nach mir suchen wollen? Ich schüttle meinen Kopf und massiere mir stöhnend die Schläfen, unter denen sich unbemerkt ein pochender Schmerz geschlichen hat. Was beschäftigt dich? Fragt die Feuerfaust zögerlich, als wäre es gefährlich, mich anzusprechen. Ich schüttle reflexartig den Kopf. Du musst dich erinnern und dann mit jemandem darüber reden. Du musst deine Gefühle endlich mal rauslassen. Hallend Sashis Worte in meinem Kopf nach. Bedrückt sehe ich zu dem Feuerbändiger auf, welcher skeptisch meinen Blick erwidert. Ich kann meine Gedanken nicht ordnen. Alle Dinge, an die ich nicht denken konnte, weil ich keine Zeit hatte, schießen jetzt zeitgleich durch meinen Kopf. Erkläre ich aufbrausend, bevor ich mich stöhnend zurückwerfe und mein Gesicht in meinen Händen vergrabe. Kurze Zeit später lässt der kühle Wind nach und wir werden langsamer. Vorsichtig, aber bestimmt streicht Ace meine Hände aus dem Gesicht und zwingt mich, ihn anzusehen. Nur schwach wird sein Gesicht vom Mondlicht erhellt. Er hebt den Zeigefinger als Zeichen, dass ich einen Moment warten soll, leckt sich dann einmal über die Lippen und aktiviert seine Teufelskraft. Konzentriert beobachte ich ihn dabei, wie er die Flammen in seinen Händen formt. Die Flammen nehmen langsam Gestalt an und ein kleines, putziges Häschen entsteht. Verblüfft starre ich auf die Abbildung des handgroßen Kaninchens, welches damit beginnt, sich lebensecht zu bewegen. Mit leuchtenden Augen beobachte ich es dabei, wie es sich mit den kleinen feuerroten Pfötchen putzt. Im Augenwinkel bemerke ich das breite Grinsen des Feuerbändigers, als der Hase sich auflöst und eine neue Figur entsteht. Zwischen der Pause schiele ich unbemerkt zu Ace, welcher konzentriert auf seine Hände starrt. In seinen Augen wird das flackernde Feuer reflektiert und die Umgebung wird in ein warmes, helles Licht getaucht. Fasziniert betrachte ich das Herz in seinen Händen. Es ist aus vielen gleich großen, leuchtenden Dosen gebildet. Fragend sehe ich ihn an. Eine Frau wie du, Herzchen, sollte immer lächeln. Und solange dir kein anderer Mann sein Herz schenkt und dich zum Lächeln bringt, schenke ich dir meines und passe auf, dass deins nicht zerbricht. Nicht in der Lage, etwas zu erwidern, starre ich ihn einfach verträumt an. Einige Funken lösen sich von seinem brennenden Körper und steigen tanzend in den Nachthimmel auf. Kurz darauf löst sich auch das Herz langsam in Funken auf und steigt nach und nach in die Lüfte. Magisch. Fasziniert genieße ich den romantischen und unglaublich kitschigen Moment. Meine Gedanken geben für einen Moment Ruhe. In angenehmes Schweigen gehüllt, sehen wir noch eine ganze Weile in den Nachthimmel, während Ace immer wieder mal einige Funken durch die Luft steigen lässt.